Ich bin erst geschaut, als Sie nur noch den Schuhlöffel kaufen wollten. Ja, aber die Tante in dem anderen Laden war auch nicht schlecht, ne? Sie sind wohl nicht aus Düsseldorf. Ich habe mich selten so beim Schuhkauf amüsiert. Ich habe mich in ihn verliebt. Was? Ja, ich liebe ihn. Und er? Ich möchte ihn deswegen auch nichts mehr vormachen. Sind Sie verrückt geworden? Aber ich dachte... Sparen Sie sich Ihre Erklärungen. Tut mir leid, aber ich dachte wirklich... Nach heute Nachmittag, da habe ich wirklich gedacht, Sie wollten es genauso wie ich. Da haben Sie sich getäuscht. Hoppla, Barbara, was ist denn passiert? Nichts. Ich bin einfach nur ein bisschen durcheinander. Ein bisschen ist gut. Hattest du Ärger mit Wittstein? Nein, die Kollektion läuft wunderbar. Mir wächst einfach alles über den Kopf, verstehst du? Nicht ganz. Zum Beispiel die Firma. Alle wollen was von mir. Jeder erwartet, dass die nächste Kollektion noch besser wird als die vorige. Und keiner will Verantwortung übernehmen. Naja, Erfolg hat eben seine Schattenseite. Aber ich dachte immer, dass du ganz gut zurechtkommst damit. Ja, schon. Ja, aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja, weiß Gott, den hat jeder mal. Und dann kommt eins zum anderen. Privates und Berufliches und... Ach, Wie meinst du das? Barbara, ich meine, dass deine Stimmung... dass ich vielleicht die Ursache dafür bin. Du? Wieso denn du? Wir haben in den letzten Wochen kaum Zeit füreinander gehabt. Kein Wunder. Ich war mit meiner Kollektion beschäftigt und du mit dem Gestüt. Und mit Nils. Ich habe ja auch ein schlechtes Gewissen. Du hast mich ja kaum noch zu Gesicht bekommen. Also wenn, sind wir beide schuld. Also ich hätte es gar nicht erst so weit kommen lassen dürfen. Ich werde mit Nils reden. Guck mal. Wie lieb. Ich hoffe, ihr habt den Abend genossen. Lasst es euch schmecken. Gute Nacht und alles Liebe, Milli. Sie hat wirklich an alles gedacht. Sogar die Blumen hat sie ins Wasser gestellt. Und trotzdem ist es eine Schande, dass unsere Kinder uns erst darauf bringen müssen, wie wenig Zeit wir uns füreinander nehmen. Sie sind eben schlauer als wir. Besonders deine Jüngste. Stimmt. Milli ist klug und einfühlsam. Steffi ist genauso. Sie ist nur mehr mit sich selber beschäftigt. Und ich denke, auch wir beide sollten uns mehr Zeit füreinander nehmen. Deshalb habe ich beschlossen, in nächster Zeit öfter zu Hause zu sein. Was sagst du? Ich freue mich. Ich mich auch. Weißt du, worauf ich jetzt Lust habe? Ich glaube, ich kann es ganz deutlich spüren. Oh ja, tja dann. Was ist eigentlich mit Uli? Der ist im Kino. Tja, dann. Oh, Entschuldigung. Kannst du nicht anklopfen? Tut mir leid, Nick hat mir nicht gesagt, dass du kommst. Tja, tut sie auch nicht. Ich dachte, du wärst im Kino. Sorry, Bastian und ich, wir haben uns verquatscht und haben keine Karten mehr bekommen. Na toll. Wo willst du denn hin? Nach Hause. Aber wieso denn? Uli kann doch mal eben in der Küche warten. Da hängt Papa ab. Ja, dann gehst du halt eine Runde um den Block. Bei dem Wetter? Sag mal, siehst du nicht, dass du störst? Also wenn ihr euch nicht bald einigt, bin ich weg. Wieso geht ihr nicht einfach zu Steffi? Weil da auch ein Quälgeist namens Milli sitzt. Dann macht's im Auto. Wozu hat Papa denn ein Kombi? Also jetzt reicht's ja wohl, ich gehe. Ja, ich bring dich. Das zahle ich dir ein, schwöre ich dir. Tut mir leid. Was kann ich denn dafür, dass Jessica wieder da ist und wir uns wieder ein Zimmer teilen? Ja, Mann! Gar nichts.
Tut mir leid. Schon gut. Ich habe euch auch wirklich die Stimmung versaut. An deiner Stelle wäre ich auch sauer gewesen. Bloß bringt uns das nicht wesentlich weiter. Oder wie stellst du dir in Zukunft unser Liebesleben vor? Verdammt enthaltsam, wenn mir nicht bald was einfällt. Ach, hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Bevor du weiterredest, möchte ich eins klarstellen. Barbara hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ist alles meine Schuld. Na ja, ich weiß. Was hat Barbara mit der Beschaffung der Zufuttermittel zu tun? Die Pferde sind allein dein Aufgabengebiet. Die Haferkleie. Sorry, ich habe ganz vergessen, bei der Genossenschaft anzuhalten. Ich weiß auch warum. Frasetti, hm? Nee, irgendwas Deutsches. Und was die Haferkleie angeht, ich schicke gleich morgen früh einen Fax raus. Gut, ich verlasse mich auf dich. Gute Nacht. Gute Nacht. Haferkleie. Warum bist du so schlecht drauf? Ärger mit Nick? Das liegt an der Uhrzeit. Ach, bevor ich es vergesse, es wäre an der Zeit, dass ihr euer Zimmer mal wieder in Ordnung bringt. Und wenn ihr dabei seid, dann die Küche gleich mitmachen, ja? Steffi, hast du mich gehört? Ich verstehe nicht, warum wir immer noch keine Hausangestellte haben. Du verdienst doch genug. Wenn du mal deinen eigenen Haushalt hast, dann kannst du dir ja jemand anstellen. Wir schaffen das hier noch alleine. Du meinst wohl, Milli und ich schaffen das? Genau. Also, euer Zimmer und die Küche. Ciao, Mama. Ciao, ihr beiden. Das hast du ja wieder toll hingekriegt. Na, hättest du das Date zwischen Arne und Mama nicht arrangiert, wäre sie gestern Abend hier geblieben und hätte die Küche selbst auf Vordermann gebracht. Tolle Logik, die du da an den Tag legst. Aber Hauptsache, du hast deinen Spaß mit Nick. Von wegen. Dauernd platzt jemand rein und stört uns. Deshalb kann ich dir heute Nachmittag auch nicht helfen. Er kommt nämlich. Bitte, Milli. Ich möchte mal wieder richtig allein sein mit Nick. Kannst du ja, nachdem wir klar Schiff gemacht haben. Und wenn ich dich dafür ins Kino einlade? Klingt gut. Ich gehe in die Nachmittagsvorstellung und wenn Mama heute Abend zurück ist, ist die Unordnung verschwunden. Presserin. Abgemacht? Guten Morgen. Soweit ich weiß, waren wir gestern Abend verabredet. Es ist mir was dazwischen gekommen. Es tut mir leid. Das Geld hättest du immer besser in dein Handy investiert. Ich hab schon eins. Und warum hast du da nicht angerufen und es benutzt? Ich konnte nicht ungeschickt telefonieren. Ein Wille ist es auch ein Weg. Du hast also recht. Milli hat mich gestern so überfahren, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Was ist denn passiert? Ich war schon fast da zum Haus, weißt du. Er hat dieses kleine Biest uns eröffnet, dass es für Erika und mich einen gemeinsamen Abend arrangiert hat. Du verstehst schon. Erst Theater besucht, ein Häppchen zu Haus. Klingt aber nicht sehr aufregend. Hm? Ich war verrückt vor Sehnsucht. Aber es blieb mir keine andere Wahl, als mitzuspielen. Ich hätte ihr schlecht sagen können, mit wem ich verabredet war. Ja, das hättest du schlecht sagen können. Alles wieder im Lot. Aber jetzt lass uns das Thema wechseln. Schließlich habe ich schon lange genug ohne dich aushalten müssen. Hi. Hallo. Es war wirklich schade, dass wir gestern unterbrochen wurden. Ja, und deshalb werden wir genau da heute weitermachen, wo wir gestern aufgehört haben. Das ist eine gute Idee. Das Dumme Du ist nur- kannst nicht. Ja. Ist dir eigentlich klar, was ich für unseren gemeinsamen Nachmittag alles auf mich genommen habe? Ja, ich habe Milli auf meine Kosten ins Kino geschickt und ihre gesamte Putzschicht übernommen. Tja, das ist dumm gelaufen. Ja, vor allem für mich. Nicht nur. Ich muss nämlich meinem Vater beim Ölwechsel helfen.
Das muss ausgerechnet heute sein? Ja, du weißt doch, wie er ist. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann muss es halt eben... Die den Ölwechsel nicht doch noch verschieben? Nein, erstens habe ich es versprochen und außerdem ist er jetzt fällig. Entschuldige mich. Wenn du mich suchst, ich bin im Bad. Hallo Clarissa. Hallo. Guten Morgen. Meinen Sie nicht doch, dass wir etwas ungelegen kommen? Vermutlich haben Sie recht. Wir kommen einfach später noch mal wieder, ja, Liebes? Das geht nicht. Ich habe nachher noch einen Termin. Da weiß ich nicht, ob ich Zeit habe. Ja, wenn Sie schon mal hier sind. Um was geht's denn? Eigentlich nur um ein paar Unterlagen, die wir nicht finden konnten. Ich dachte, ich habe sie hier liegen lassen. Ja, ich weiß nicht. Wenn können Sie nur... ja, ich glaube, wenn, können Sie nur in meinem Arbeitszimmer sein. Ich schau mal nach, ja? Das ist sehr nett. Das ist sehr wichtig. Ich hätte da noch eine Bitte. Es ist wegen meines Termins. Ich möchte mich gern noch etwas frisch machen. Dürfte ich mal in Ihr Bad? Wenn Nick heute doch nicht kommt, brauche ich auch nicht unser Zimmer zu räumen. Es ist ja wohl klar, dass ich jetzt auch nicht mehr den Hausputz übernehme. Wenn was ist, ich bin oben. Wie und was ist mit dem Essen? Das bisschen Lasagne aufwärmen, das wirst du ja wohl noch hinkriegen. Kommt gar nicht in Frage. Entweder wir machen das zusammen oder gar nicht. Mann, ich muss jetzt erstmal relaxen. Guten Tag, Herr Prozeski. Hallo Steffi, ist deine Mutter da? Sie muss ein paar Dinge unterschreiben. Tut mir leid, aber vor heute Nachmittag wird sie nicht zurück sein. So ein Mist. Dann hat er mir im Büro versichert, dass sie hier sei. Was mache ich denn jetzt? Die Unterlagen müssen am Nachmittag unterschrieben zurück sein. Du weißt nicht zufällig, wo sie hingegangen sein könnte? Nee, keine Ahnung. Aber warum lassen Sie den Kram nicht einfach hier? Ja, das wird wohl das Beste sein. Und ich hole es dann am Nachmittag unterschrieben wieder ab. Danke dir. Tschüss, Steffi. Es tut mir wirklich leid, dass Sie jetzt ganz umsonst gekommen sind. Wollen Sie nicht einen Augenblick hereinkommen? Machen Sie doch einfach mal eine kleine Pause. Ich meine, wo Sie doch so schon genug zu tun haben. Tja, leider kann ich mein Geld nicht im Schlaf verdienen. Trotzdem sollten Sie mal ausspannen. Wollen Sie vielleicht was trinken? Setzen Sie sich doch. Danke. Hallo. Hallo, Milli. Ja, ich werde über deinen Rat nachdenken. Und wenn ich viel Zeit habe, werde ich ihn eventuell beherzigen. Also wenn Sie heute Ihr Auto mal Auto sein lassen, dann hätten Sie ja schon mal ein bisschen Zeit. Wieso verschieben Sie den Ölwechsel nicht einfach und legen mal die Beine hoch? Das verstehe ich jetzt nicht. Der Ölwechsel, der hat noch mindestens 5000 Kilometer Zeit. Ich habe Ihnen keine Umstände gemacht. Ist Ihnen nicht gut? Doch, alles in Ordnung. Und bei Ihnen? Ja, Charlie macht sich bestimmt nur Sorgen wegen der Unterlagen. Ich werde nachher noch mal in Ruhe nachschauen. Wenn Sie hier sind, dann sind Sie bestimmt in meinem Arbeitszimmer. Gut. Und ich gucke auch noch mal in meinem Büro vielleicht. Wer weiß, habe ich Sie einfach nur übersehen. Oh, mein Termin wartet. Vielen Dank. Wiedersehen. 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 Glaubst du, sie hat was gemerkt? Arno war im Schlafzimmer, während sie sich frisch gemacht hat. Arno? Das war knapp. Allerdings. Konnte sie auch unangemeldet hier ansprechen. Woher sollte ich denn wissen, dass ihr euer Liebeslager ausgerechnet im Penthouse aufgeschlagen habt? Charlie hat recht, das konnte sie wirklich nicht wissen. Wo ist, Unterm Sofa. Ah. Danke. Ich rufe dich an. Was, du willst schon gehen? Ja, ist besser so.
möchte nur mal wissen, wieso Nick mich angelogen hat. Na, warte mit Prozess. Ich werde schon rausfinden, was los ist. Du machst einen Wirbel. Wieso gehst du nicht einfach hin und fragst ihn? Ja, wenn er mir bislang nicht die Wahrheit gesagt hat, warum sollte er es jetzt tun? Mach doch, was du willst. Aber zwischendurch könntest du etwas Sinnvolles tun und mir helfen. Jetzt lass das doch mal. Ich muss überlegen. Ich hab's. Was wird aus dem Hausputz? Mensch, du siehst doch, dass ich Wichtigeres zu tun habe. Grüß dich, Erika. Grüß dich, Barbara. Oh, hallo, Nils. Hallo. Lass uns anfangen, ja? Gern. Ich habe auch noch jede Menge Arbeit zu Hause auf meinem Schreibtisch liegen. Ja. Ach, sind das die Layouts für die Printkampagne? Ja, Moment. Erzähl mir bitte erst, was mit Nils los ist. Muss das sein? Hast du was zu verbergen? So ein Blödsinn. Aber seine Aufdringlichkeit geht mir langsam aber sicher auf die Nerven. Das klang aber gestern noch ganz anders. Und auf der Treppe vorhin war er doch auch ganz zurückhaltend. Das täuscht, meine Liebe. Nils hat ja einen Heiratsantrag gemacht. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Dieser Möchtegern Casanova hat völlig den Verstand verloren mittlerweile. Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Der bildet sich ein, dass er in mich verliebt ist. Meine Rede, das habe ich dir gestern gesagt. Und ich finde das eigentlich sehr schmeichelhaft. Ja, solange er seine Gefühle im Griff hat und mich nicht überfallartig küsst. Er hat dich geküsst? Ja. Und was hast du gemacht? Ich habe meine Ohrfeige verpasst, die er hoffentlich nie vergisst. Dann ist ja alles klar. Oder hast du dich etwa auch in ihn verliebt? Blödsinn. Und dann würde ich aber versuchen, die Situation in einem ruhigen Gespräch zu klären. Ja, vielleicht hast du recht. Ahnt Christoph was? Ich wüsste auch nicht, warum ich ihm das sagen sollte. Es ist ja nichts passiert. Wie konnte ich auch so dumm sein und Erika ohne Vorwarnung hierher bringen? Ich hätte doch damit rechnen müssen, dass Arno bei dir ist. Ist ja nichts passiert. Na gut, dass Arno so schnell reagiert hat. Wieso habt ihr euch überhaupt hier getroffen? Ja, wo denn sonst? Ein Hotel ist mir zu unpersönlich. Das verstehe ich ja, aber dieses ewige Versteckspiel, also, ich könnte das nicht. Was sollen wir denn machen? Wir werden uns immer verstecken müssen. Lass den Kopf nicht hängen. Dir wird schon noch was einfallen. Hoffentlich. Darf ich? Ja, natürlich. Danke. Apfelsaft bitte. Gerne. Zahlen bitte. Ich komme. Danke. Entschuldigung. Und wenn Sie damit die Einladung einer schönen Frau verpasst haben? Einer? Oh, verstehe. Gleich mehrere. Und da kann sie manch anderer nur von träumen. Ja, oder Albträumen. Sind die Damen denn so schrecklich? Ja, sind sie. Verstehe. Sie können sich nicht entscheiden. Mhm. Das können Sie sich wohl nicht vorstellen, was? Gut doch. Vorstellen kann ich's mir, ja. Das ist Liebe. Wärme, Treue, Geborgenheit.
Das ist Liebe. Fieber, Leidenschaft, Wahnsinn. Klingt aufreibend. Alles Erfahrungssache. Inzwischen bin ich Experte. Ich würde mich schleunigst für eine der beiden entscheiden. Das verlieren sie am Ende beide. Ich weiß. Aber ich kann nicht. Verstehe. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Tschüss. Tschüss. Störe ich? Nein, kommen Sie rein. Darf ich? Bitte. Ich möchte mit Ihnen gerne über gestern Nachmittag sprechen. Da bin ich sehr froh. Ich würde mich auch gern Ihnen was sagen, allerdings nur, wenn ich keine weitere Ohrfeige beziehe. Oh, das tut mir leid. Was aber nicht heißen soll, dass ich Ihr Verhalten im Nachhinein gut finde. Das erwarte ich auch gar nicht, aber meinen Sie, Sie könnten mir noch mal verzeihen? Mhm. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, dass das nie wieder vorkommt. Ich verspreche es. Dann ist Ihnen mittlerweile auch klar geworden, in welche Situation Sie uns gebracht haben. Ein Verhältnis zwischen uns beiden ist völlig ausgeschlossen. Was glauben Sie, was Christoph mit Ihnen machen würde? Ja, ich bin sehr froh, dass Sie nichts gesagt haben. Vermutlich würde er mich hochkantig rausschmeißen. Worauf Sie sich verlassen können. Ich bin Ihnen ja auch deswegen sehr dankbar. Glauben Sie mir, ich möchte weder Ihre noch die Freundschaft zu Christoph gefährden. Sowas wird nie wieder vorkommen. Hoffentlich. Clarissa. Hallo, Anna. Bist du verrückt, herzukommen? Millie ist oben, wenn sie dich sieht. Deshalb bin ich ja auch hier. Arno, solange du in diesem Haus lebst, wird unsere Beziehung immer nur ein einziges Versteckspiel sein. Und deshalb habe ich mir was überlegt. Was ist das? Unsere Tickets in ein neues Leben. Wie bitte? Ja, 2-mal erste Klasse nach Neuseeland. Arno, wir lassen alles hinter uns und fangen noch mal ganz von vorne an. Morgen früh geht's los.